Heute ist Donnerstag, der 2. Oktober und ein langes Wochenende steht bevor. Da dachte ich mir, das verbringe ich mal in New York. Ja, begleitet mich doch einfach und kommt einfach mit, dann bin ich auch nicht so allein. Sonst wäre ich ja auch Krischi allein in New York. Das will ich ja nicht, ne? Na dann kann ja nichts mehr schief gehen. Ja, und während ich so nach Hamburg fahre, könnt ihr euch einmal anschauen, was so mein Plan für New York ist. Am ersten Tag nehme ich euch mit auf meiner Reise zum Flughafen in Hamburg, von wo ich mit der KLM nach Amsterdam fliegen werde. Zuvor besuche ich aber das Coffee to Fly, ein Aussichtspunkt für Planespotter, wo ich noch nie war, obwohl ich schon tausendmal dran vorbeigefahren bin. Im Flughafen Hamburg geht es dann in die Lounge und abends mit dem Flieger nach Amsterdam. Im Flughafen Amsterdam werde ich die Nacht im Merkur Hotel verbringen. Am zweiten Tag geht es nach einem Besuch in der Aspire Lounge mit der Delta Airlines nach New York. Vom Flughafen JFK geht es weiter nach Manhattan zum Sofitel, wo ich meine 2 Nächte in New York verbringen werde. Vom Sofitel ist es ein Katzensprung zum Times Square, den ich euch kurz vorstellen werde. Am dritten Tag nehme ich euch mit zur Freiheitsstatue. Dann geht's weiter zur Brooklyn Bridge, die ich zu Fuß überqueren möchte. Nachdem ich die Brooklyn Bridge überquert habe, mache ich einen Abstecher zum Time Out Market. Vom Time Out Market geht's weiter zum Ground Zero. Zum Abschluss des Tages geht's noch zum Summit, eines der höchsten Gebäude in Manhattan. Am 4. und letzten Tag nehme ich euch noch kurz mit in den Central Park. Vom Central Park geht's anschließend zum Grand Central Terminal. Weiter geht's zum Flughafen JFK, wo ich zuerst das TVA Hotel besuchen werde. Bevor es mit dem Flieger zurück nach Amsterdam geht, nehme ich euch mit in die Delta Sky Club Lounge. In Amsterdam geht's dann noch einmal in eine Lounge, bevor es zurück mit dem Flieger nach Hamburg geht. Ihr seht, ich habe mir viel vorgenommen und ihr könnt mich jetzt dabei begleiten. Also ich bin ja schon oft dran vorbeigefahren, aber ich war noch nie hier. Heute schaue ich mir mal das Coffee to Fly an. Zu meiner Überraschung nehmen sie hier nur Bargeld. Ich musste daher noch einmal los, mir etwas Bargeld besorgen. So, jetzt habe ich Bargeld bekommen. Zum einen hätte ich ganz gerne 2 Brötchen, und zwar einmal mit dem Camembert und dem Käse. Ja, also das nenne ich mal Essen mit Aussicht.
Also das war doch mal ein nettes kleines Restaurant mit einer super Aussicht. Ja, schön rustikal, war wirklich nett. Hallo, einmal nach New York? Ja. Essbar oder Visum? Esther, Perfekt. Und noch was dazu? das war's schon. Haben Sie schon die Bordkarte? Auf dem Handy. Reicht das? Ja, das reicht. Super, danke. Ich danke vielmals. Tschüss. So, Koffer ist nun abgegeben. Ich wundere mich, dass KLM am Terminal 1 steht, aber Check-in war in Terminal 2. Nun gut, Koffer ist weg und jetzt gehe ich weiter Flugzeug gucken. Meine Reise habe ich bei der KLM gebucht und mit der Maschine geht's für mich nach Amsterdam. Ja, ich liebe Plane Spotting. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Ja, Flugzeuge, Flughafen, immer wieder schön. Ich genieße es. Ja, jetzt geht's durch die Security und dann da oben in die Lounge. Ja, ich bin jetzt schnell durch die Security Line gekommen und jetzt geht's erstmal in die Lounge. Die Lounge kann jeder nutzen, der eine gültige Bordkarte ab Hamburg hat. Der Eintrittspreis beträgt 45 € pro Person. Ich selbst komme hier kostenfrei mit meinem Priority Pass rein. Die Airport Lounge gefällt mir sehr gut hier. Viel besser als die Lufthansa Business Class Lounge. Das Essen und die Getränkeauswahl sind recht gut und die Atmosphäre mit dem Blick auf die Start- und Landebahn ist sehr schön. Ja, endlich habe ich mal ein ruhiges Plätzchen gefunden. Heute ist der Flughafen irgendwie besonders voll. Scheinbar haben noch mehr Leute vor, in den Kurzurlaub zu fliegen. Ja, ich war ja gerade in der Airport Lounge. Das ist eigentlich so meine Lieblingslounge hier. Ich mag die lieber als die Business Class oder Business Lounge von der Lufthansa, weil es dort einfach einen besseren Blick hat. Ich finde auch die Essensauswahl ganz okay. Nicht viel, aber dafür gut. Aber heute war es einfach gerammelt voll und dadurch wenig entspannt. Es geht jetzt gleich weiter nach Amsterdam. Der Flug hat Verspätung, aber ich gehe jetzt mal zum Gate.
Ja, ich bin jetzt gut in Amsterdam angekommen. Ich glaube, ich bin jetzt im Schengen-Bereich und muss jetzt in den Nicht-Schengen-Bereich schon, weil dort mein Hotel ist. Ja, ich bin jetzt im Schengen-Bereich, im Nicht-Schengen-Bereich. Ich bin gerade durch die Passkontrolle durch. Und ja, das D-Gate, das war ganz schön lang. Und es gibt einen D-Bereich im Nicht-Schengen-Bereich und einen im Schengen-Bereich. Das war ein bisschen verwirrend. Aber jetzt bin ich an den F-Gates gleich, FG-Gates. Und da ist dann auch mein Hotel. Ja, ein bisschen versteckt am Flughafen ist denn hier das Merkur Hotel. Das erste Mal habe ich es ewig gesucht und bin immer wieder vorbeigerannt. Das Schöne ist, ich habe den Raum Nummer 2 wiederbekommen. Das ist ein Doppelzimmer, was richtig schön versteckt liegt und damit auch echt ruhig ist nachts. In anderen Räumen hat man so viel Durchgangsverkehr. Und 2 und 1, die liegen so richtig schön in der Ecke, auch am Notausgang. Perfektes Zimmer. Ja, und das ist das Doppelzimmer. Ich finde, für so eine Nacht am Flughafen, im Flughafen, ist das richtig schön. Ja, alles, was man halt braucht. Das Merkur Hotel gehört zur Arco-Gruppe, wo ich Mitglied bin. Somit habe ich bei diesem Hotel nicht nur den Vorteil, dass ich morgen direkt ans Gate gehen kann und nicht mehr durch die Sicherheitskontrolle gehen muss, sondern ich sammle auch noch Statuspunkte und genieße Vorteile meines Diamond-Status. Was halt komisch ist hier am Flughafen, dass 8, 9 werden schon alle Bürgersteige hochgeklappt. Ich schaue mal, ob ich jetzt noch irgendwo ein Bierchen kriege. Während ich hier mein Bier genieße, zeige ich euch mal kurz, wie ich meinen Flug gebucht und was ich dafür bezahlt habe. Gebucht habe ich meinen Flug nach New York zum Flughafen JFK bei der KLM.
Als Beispiel nehme ich hier mal den Zeitraum Oktober 2026. Bei der Suche könnte ich noch die Option wählen, dass ich mit Meilen bezahlen möchte. Das würde ich aber nicht machen, da ich dann keine XP-Punkte für den Statuserhalt sammle. Mit Meilen bezahle ich nur meine Upgrades, wie zum Beispiel in die Business Class. Im Suchergebnis sehe ich oben bereits den günstigsten Preis von 246 € für den Hinflug. Weiter finde ich die möglichen Flüge mit den Zeiten und Preisen sowie den Airlines, die die Flüge durchführen. Für den Rückflug schaue ich, dass ich mit der Delta Airlines fliege, damit ich deren Lounge nutzen kann. Ansonsten bevorzuge ich aber die Flüge mit der KLM. Air France meide ich, da der Flughafen Charles de Gaulle einfach nur schrecklich ist. In den Suchergebnissen wird angezeigt, an welchem Flughafen man umsteigen muss. Bei Air France ist das für gewöhnlich CDG für Charles de Gaulle und für KLM ist das AMS für Amsterdam Schiphol. Optimal ist der Flug um 8:30 Uhr. Nicht zu früh, eine Umsteigezeit von 3,5 Stunden und eine Ankunftszeit mitten am Tag. Perfekt. Hier mal ein schlechtes Beispiel. Eine Umsteigezeit von 1 Stunde ist absolut nicht schaffbar, wenn man einen Weiterflug in die USA hat, da man vom Schengen in den Nicht-Schengen-Bereich wechseln muss bzw. durch die Passkontrolle muss. Wenn man im Schengen-Bereich ankommt und von dort weiterfliegt, kann man es schaffen. Aber hat man einen Koffer eingecheckt, wird er es sehr wahrscheinlich nicht schaffen. Damit habe ich leidvolle Erfahrungen gemacht. Ich entscheide mich nun für die Economy-Klasse und wähle Economy Light aus, da ich mit meinem Silberstatus im Light-Tarif die gleiche Leistung habe wie im Standardtarif. Als nächstes suche ich mir den Rückflug aus. Ich wähle den Flug um 17:30 Uhr aus, wo ich am folgenden Tag um 11:15 Uhr ankomme. Leider würde dieser Flug nicht von Delta durchgeführt werden, aber die Umsteigezeit passt und ich komme nicht zu früh in Deutschland an. Denn je früher ich ankomme, desto länger muss ich durchhalten, um erst abends ins Bett zu gehen. Denn wenn ich nicht durchhalte, habe ich lange mit dem Jetlag zu kämpfen. Ich wähle den Rückflug aus und sehe nun die Gesamtkosten von 492 € für den Hin- und Rückflug. Nun konkret zu meinem Flug. Ich bin um 18:35 Uhr von Hamburg nach Amsterdam gestartet. Hier in Amsterdam habe ich jetzt eine Transferzeit von 14 Stunden und übernachte im Merkur Hotel. Morgen geht es dann entspannt um 10 Uhr nach New York, wo ich nach ca. 8,5 Stunden Flugzeit um 12:25 Uhr ankommen werde. Den Check-in habe ich komplett in der App gemacht. Dazu muss man aber vorher einige Daten wie zum Beispiel den Reisepass hinterlegen. Ich muss dann nur noch bestätigen, dass ich keine verbotenen Dinge bei mir habe. Anschließend kann ich noch meinen Sitzplatz wählen, falls ich es vorab noch nicht gemacht habe. An dieser Stelle könnte ich jetzt auch mit Meilen ein Upgrade erwerben. Weiteres Gepäck brauche ich jetzt nicht, der Preis wäre auch ziemlich unverhältnismäßig. Und das war es dann auch schon. Jetzt kann ich mir die Bordkarten anzeigen lassen. Grundsätzlich lege ich mir die Tickets im Wallet ab, denn zu oft habe ich erlebt, dass es Probleme mit der App gab und ich nicht an die Tickets kam, als ich sie brauchte. Für diesen Flug bekomme ich 4.590 Meilen und 40 XP-Punkte. Die XP-Punkte werden für den Status benötigt. Ab 100 XP-Punkten gibt es bereits den Silberstatus. Da der Flug in die USA von Delta ausgeführt wird, kann ich mir den Flug auch in der Delta-App anschauen. Dort kann ich mir zum Beispiel das Essen für den Flug aussuchen. Für den Hinflug von Amsterdam nach New York habe ich mich für die Premium Comfort Class entschieden, da sie vergünstigt zum Promopreis angeboten wurde. Ich zahle daher für den gesamten Flug keine 492 €, sondern stattliche 961. Mal sehen, ob die Reiseklasse ihr Geld wert ist. Für mich geht's jetzt zurück ins Merkur Hotel. Ja, die Restaurants waren jetzt schon alle zu, aber das Hotel hat mir noch ein paar Nudeln geschenkt, die ich jetzt noch esse.
In dem Sinne, gute Nacht.